von mir mal wieder ein neues Video. Ich habe wieder was zum Schrauben gefunden an meinem Cabrio. Ist so ein kleiner Ölfleck am Motorblock. Den sieht man jetzt hier noch ein bisschen schlecht, aber da kommt gleich eine bessere Aufnahme. Da kann man das sehen. Da in der Ecke, da sitzt so ein kleiner Ölfleck. Und wenn man die Ölspur so ein bisschen verfolgt, dann sieht man recht schnell, dass das vom Ölfiltergehäuse kommt, das Öl. Das ist natürlich mit einer Dichtung versehen und die wird defekt sein. Die werde ich dann jetzt mal tauschen. Man sieht hier auch schon, das Ölfiltergehäuse ist mit 3 Schrauben festgeschraubt. Die muss man lösen. Dann kann man das Gehäuse hochnehmen und kommt an die Dichtung ran. Ja, als erstes natürlich mache ich mal den Ölfilter raus. Wenn ich das Gehäuse gleich hochziehe, dann soll mir ja nicht das ganze Öl direkt runterlaufen. Deshalb nehme ich den Ölfilter raus und natürlich nach dem Ersetzen der Dichtung neuen Ölfilter rein und neue Dichtungen. So, das Öl auch immer direkt auffangen, damit man sich nicht den ganzen Motorblock beschmiert. Und dann werde ich gleich noch mit einem Lappen in das Ölfiltergehäuse reingehen und das restliche Öl da auch noch rausputzen. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen um das Gehäuse herum mit Bremsenreiniger ein bisschen den Dreck weggespült, weil wenn ich gleich das Gehäuse hochnehme, möchte ich ja nicht irgendwie, dass da Dreck in den Ölkreislauf mit reinkommt. Deshalb sauber machen immer eine ganz gute Idee, bevor man da irgendwie was auseinander nimmt. Ja, dann werde ich jetzt mal die 3 Schrauben lösen und rausnehmen. Das ist Schlüsselweite 13. Die Schrauben sind nicht großartig fest, also ihr müsst euch da keine Gedanken machen, dass ihr die nicht losbekommt. Das geht relativ einfach. Und wenn die 3 Schrauben raus sind, dann kann man auch das Ölfiltergehäuse schon hochheben. Kleine Anmerkung, wenn euch solche Videos gefallen, also ich bin ja auch nur so ein Hobbyschrauber, dann könnt ihr gerne abonnieren. Ein Abo ist kostenlos, oder lasst auch gerne ein Like da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, jetzt wo die Schrauben raus sind, kann ich das Ölfiltergehäuse einfach anheben und so ein bisschen zur Seite wegdrehen. Und dann komme ich auch schon überall gut dran zum Saubermachen. Also die Dichtfläche auf jeden Fall reinigen, generell die ganze Fläche reinigen. Hier sieht man jetzt, die Dichtung ist kleben geblieben, die kann man dann gleich einfach so hochnehmen und dann alles schön sauber machen. Oben rechts sieht man auch so ein bisschen, da hat es durchgesifft, da ist die Dichtung hin. Ja, wie gesagt, erstmal alles schön sauber machen, reinigen und dann kann man die neue Dichtung ein bisschen mit Öl einschmieren und einsetzen und dann wird das Ganze gleich auch schon wieder zusammengeschraubt. So, hier sieht man jetzt schon, da habe ich die neue Dichtung drin und alles ist sauber. Ja, jetzt kann ich das Gehäuse wieder vorsichtig aufsetzen, aufpassen, dass die Dichtung nicht irgendwie nochmal verrutscht oder so. Und dann die Schrauben erstmal von Hand einfädeln, bisschen reindrehen von Hand, dass erstmal alle Schrauben richtig sitzen. Ich hatte da bei einer Schraube ein kleines Problem, die wollte nicht sofort, da habe ich das Gehäuse dann nochmal ein bisschen angehoben und konnte die dann reindrehen. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, der Drehmomentschlüssel ist auf 9 Newtonmeter eingestellt.
Das ist das Drehmoment, womit die Schrauben festgezogen werden. Die gingen ja auch relativ leicht los. Die bekommen also nicht so viel. 9 Newtonmeter reicht völlig aus. Ja, jetzt nur noch einen neuen Ölfilter mit neuen Dichtungen, die auch ein bisschen mit Öl einreiben, bevor man die einsetzt. Dann den Ölfilterdeckel wieder zuschrauben. Der bekommt, ja weiß nicht, steht auf dem Deckel, wie viel Newtonmeter der bekommt. Ich habe ihn jetzt einfach ein bisschen mehr als handfest angezogen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und das war's dann schon. Dann könnt ihr anschließend den Wagen einmal starten, gucken, ob alles dicht ist, ob ihr gut gearbeitet habt. Und die Arbeit ist dann erledigt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne freue ich mich über ein Abo, das ist natürlich kostenlos, und sehr, sehr würde ich mich über ein Like freuen. Demnächst kommt noch ein Video, wie ich die Vanos Steuerventile reinige. Das wird nämlich, glaube ich, auch mal so langsam Zeit. Und um nichts zu verpassen, abonniert. Dankeschön.